Bei dem Kameratool geht es darum, Shots und Szenen zu planen, also ein Storyboard, also dass man verschiedene Ansichten hat. Nur mit dem Unterschied, ein Storyboard ist gemalt mit einer festen Position. Hierbei kann er verschiedene Dinge ausprobieren und sagen, diesen Shot, so habe ich mir das vorgestellt. Man kann die Welt sehr klein machen, dann ist sie auf ungefähr dieser Größe vor einem und ja, so ein bisschen Puppenhaus spielen. Ne? Also man kann sich schnell verschiedene Positionen von Schauspielern überlegen, wo soll wer stehen, wo soll wer lang gehen. In Amerika gibt es Hollywood groß, da gibt es viel Geld und viele Leute, die daran arbeiten. Und dort wird Previs, also die Vorproduktion von Filmen, im großen Maße betrieben. Dort wird viel Geld investiert, dort gibt es eigene Studios, die sich damit beschäftigen, dass dort quasi jede Filmszene vorher schon mal ausprobiert wurde. Dort gibt es verschiedene Bereiche, technische Previs, wie setzt man das nachher um, wo werden Kameras platziert, um das Bild zu erzeugen, was man gerne haben möchte. Sieht das Bild, wie wir uns das vorgestellt haben, überhaupt gut aus und ist der Regisseur damit zufrieden? Und die Idee für dieses Projekt war einfach, dass wir ein Tool entwickeln mit Forschung in dem Bereich, wie können wir das so einfach machen, dass auch kleine Unternehmen vielleicht mit einer Person eine Pre-Visualization für ihren Film machen können und auch eine gewisse Planung machen können. Was für ein Equipment brauchen wir dafür, wie lang wird der Film, welche Szenen wollen wir da drin haben, welche nicht, um im echten Film dann nachher natürlich Geld und Zeit zu sparen, dass man halt nicht 5 Szenen mit einem teuren Schauspieler drehen muss, sondern vielleicht nur 2. Für mich wirkt es jetzt halt ganz natürlich, dass ich quasi hier in dieser Welt stehe, vor mir ein Haus mit 3 Menschen und hier neben mir in Gelb eine Kamera. Wir haben an dem einen Controller quasi die Vorschau, was die Kamera sieht. Also wenn ich die Kamera hier bewege, sehe ich hier in diesem Bild, was die Kamera nachher sehen wird. Ich habe die Möglichkeit, mit meinem anderen Controller die Kamera zu greifen und dann ist sie hier befestigt. Ich kann sie bewegen, ich kann den Zoom verändern und sie auch irgendwo wieder absetzen quasi und positionieren. Typisches Beispiel ist zum Beispiel ein Regisseur, der sagt, ich zeichne das Ganze vielleicht auch auf dem iPad, aber darüber hinaus hört es dann auch auf. Hier an diesem blauen, was man jetzt am Haus sieht, und zwar zeigt dieses Blaue an, was die Kamera sieht. Also quasi, als wenn man eine Taschenlampe oder so an seine Kamera hängen würde und der beleuchtete Bereich ist der, den die Kamera gerade sieht. Also ich sehe hier zum Beispiel, dass von den Menschen hier noch der Kopf beleuchtet wird. Ich kann aber auch einfach hier auf den zweiten Controller gucken und sagen, aha, so sieht der Bildausschnitt gerade aus. Und auch hier drinnen können wir wieder mit Gegenständen interagieren. Also wenn uns die Leiter hier nicht gefällt, sondern die soll mehr hier stehen, vielleicht noch ein bisschen Boden. Dieser Amboss oder das Schwert hier, das soll mir hier drüben liegen. Unser Projekt ist auch noch ausgeweitet auf Theater. Und auch diese Leute wollen wir unterstützen, indem wir denen ein einfaches Tool geben, wo sie digital das Ganze sich angucken können, mit verschiedenen Lichteinstellungen, mit verschiedenen Möglichkeiten, was sie auf der Bühne platzieren, wie es dann nachher aussehen können. Das ist ein 3D-Modell vom Landestheater Linz tatsächlich, was wir von denen bekommen haben. Das Ganze aufgebaut ist hier und der Regisseur sagt, ich habe es mir irgendwie ein bisschen zerstörter vorgestellt, da ist irgendwas passiert. Dann kann der hingehen und sagen, alles klar, die sollen hier ein bisschen kaputt sein, die Pflanze hier, die soll hier irgendwie auf dem Boden liegen. Der kann auch sagen, der Schauspieler soll da stehen, der soll da stehen, der soll hier stehen, die Stühle sollen hier oben alle drauf stehen. Halon Entertainment. Die haben die Previs für Wolverine, oder den neuesten Wolverine-Film gemacht, wo sie gesagt haben, ganz explizit, sie haben ihren Set vorher digital geplant und auch vom Regisseur in VR sich den angucken lassen. Also Double Negative ist auch noch ein Studio, die sitzen, glaube ich, in England. Die haben die Previs für den Rogue One Star Wars gemacht. Auch die haben eine komplette digitale Previs gemacht. Auch wie wir mit einer Spiele-Engine im Grunde. Also dahinter steckt eine Spiele-Engine, Unity, und auch die haben eine Spiele-Engine benutzt, um die Previs für Star Wars zu machen.